Ja, wir sind hier im Süddeutschen Verlag. Die Druckerei ist eine Tochter des Süddeutschen Verlages und heißt Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH. Wir produzieren Tageszeitungen im nordischen Format. Wir produzieren diese Zeitungen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Das heißt, unsere Produktionsleistung ist 6 mal 30.000 Exemplare pro Stunde in der Primetime um 23 Uhr. Also das System von Blum, das wir über die Firma Geissler bezogen haben, bedruckt Deckblätter, die danach auf die Zeitungspakete aufgelegt werden. Danach wird das Ganze eingeschweißt, zugeschnürt, auf ein Förderband geschickt und dort wird dann über Kameras von dem Deckblatt der Barcode gelesen. Anhand der Barcodes findet das Paket die richtige Schleuse in den Lastwagen. 3 Barcodes sind deshalb drauf, weil da eine Kreuzverschnürung erfolgt und da das der Fall sein kann, dass so ein Band einen Barcode abdeckt und der dann eventuell nicht mehr richtig gelesen werden kann. Wir brauchen also nur Tinte und Deckblätter. Wir brauchen kein Spezialpapier. Wir nehmen normales Kopierpapier in grün. Das schreibt uns die Post vor und somit haben wir niedrige Verbrauchskosten. Und da kann man ungefähr sagen, dass wir im Vergleich zum Thermodruck 50% der Verbrauchskosten sparen. Das hat funktioniert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Hersteller unserer Produktionsanlagen, der Firma Ferrag in der Schweiz, hat gut geklappt. Die haben für uns dann die Schnittstelle entwickelt. Das heißt, wir haben eine Schnittstelle zwischen der Versandanlage und dem Makroprint Controller schaffen können, die auch zuverlässig funktioniert. Also die Daten kommen bei uns vom PRA-PC und werden dann über das Ferrag-Netz an die Makroprint-Drucker, an die Integra Quadros weitergeschickt und auf die einzelnen Druckköpfe verteilt. Mit der alten Lösung hatten wir zunehmend Probleme und die war am Lebensende. Und unsere Lösung ist eine professionelle Lösung, mit der wir die Menge, die wir kennzeichnen müssen, auch schaffen, ohne Probleme.